Heute zeige ich euch einen glutenfreien Sauerteig, einfach in der Herstellung und noch einfacher in der Anwendung. Für meinen Sauerteig nehme ich am liebsten Vollkornreismehl. Ihr könnt das aber auch mit jeder anderen glutenfreien Mehlsorte machen. Hier habe ich 75 Gramm Vollkornreismehl und die fülle ich einfach in mein Glas. Darauf kommen 75 Milliliter abgekochtes Wasser. Das Wasser sollte eine Temperatur zwischen 30 und maximal 40 Grad haben. Ich habe jetzt hier 33 Grad, das ist somit perfekt. Und das kippe ich jetzt einfach darauf und mit so einem Silikonlöffel vermischen. So, ich zeige euch das jetzt mal von innen. Der Teig sollte nicht zu feste, aber auch nicht zu flüssig sein. So sieht die Konsistenz aus. Das Ganze ist fertig verrührt. Ich gebe nur noch den Deckel drauf und stelle das für 24 Stunden zur Seite. Ihr könnt das im besten Fall an einen möglichst warmen Ort stellen, um die 30 Grad, oder ihr lasst das einfach bei Raumtemperatur stehen. Ja, 24 Stunden sind rum. Heute ist der zweite Tag und so sieht mein Sauerteig aus. Man kann sehen, hier haben sich ganz feine Bläschen gebildet. Und heute am zweiten Tag rühren wir das einfach nur einmal durch. Das war's für den zweiten Tag. Das Ganze stelle ich jetzt wieder für 24 Stunden zur Seite. Heute ist der dritte Tag. Mein Sauerteig ist richtig schön hochgekommen. Das Wasser hat sich hier unten etwas abgesetzt. Es passiert auch ganz oft, dass sich das Wasser oben absetzt. Und aus diesem Grund könnt ihr den Sauerteig zwischendurch ruhig öfter umrühren. Ruhig zweimal am Tag. Wenn ihr das nur einmal am Tag schafft, ist das auch nicht schlimm, aber mindestens einmal solltet ihr das durchrühren. Hier habe ich 55 Milliliter lauwarmes Wasser. Ich rühre erstmal ein bisschen ein. Hier habe ich 50 Gramm Vollkornreismehl und die gebe ich jetzt an Tag 3 hier rein. Und jetzt gebe ich das restliche Wasser dazu. Mein Sauerteig ist fertig vermischt. Ich zeige euch jetzt nochmal die Konsistenz. Ja, das ist relativ flüssig und läuft ganz einfach vom Löffel. Ich lege nur noch den Deckel drauf und lasse das Ganze wieder für 24 Stunden stehen. Ich füge jetzt 55 Milliliter Wasser hinzu. Erstmal nur ein bisschen. Verrühre das Ganze und gebe jetzt 50 Gramm Vollkornreismehl dazu. So, und jetzt kommt das restliche Wasser dazu. Ich decke das wieder ab und lasse das Ganze bei Raumtemperatur stehen. Rühre aber ein- bis zweimal am Tag das Ganze durch. Heute ist der 6. Tag. Ihr könnt sehen, hier haben sich richtig schön Bläschen gebildet. Und obendrauf hat sich Wasser abgesetzt. Das vermische ich jetzt erstmal. Ja, man riecht das auch, dass der jetzt im Grunde fast schon fertig ist. Jetzt gebe ich noch ein letztes Mal Wasser und Mehl dazu. 55 Milliliter Wasser. Und hier habe ich noch einmal 50 Gramm Vollkornreismehl. Und jetzt gebe ich das restliche Wasser dazu. Meinen Sauerteig decke ich jetzt nur noch ab.
Das brauche ich jetzt nur noch einen Tag stehen zu lassen und dann kann ich den Sauerteig auch schon benutzen. Mein Sauerteig ist fertig. Man sieht hier schöne feine Bläschen. Oben setzt sich so ein bisschen Wasser ab und das ist auch gut. Dann kann der Teig nämlich oben nicht austrocknen. Ich habe den Teig jetzt mal umgerührt, damit sich das abgesetzte Wasser vermischt. So in etwa sollte die Konsistenz aussehen. Nicht zu fest, nicht zu flüssig, sodass das schön vom Löffel läuft. Was macht ihr nun mit eurem Sauerteig? Ganz einfach. Deckel drauf und dann stellt ihr das Glas genau so, wie es da ist, einfach in den Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ihr Sauerteig braucht, holt ihr euer Glas raus, nehmt euch die Menge, die ihr braucht, in der Regel sind das etwa 50 Gramm, die nehmt ihr euch mit einem Löffel raus und füllt die entnommene Menge einfach wieder hinzu. Das heißt 25 Gramm Reismehl, 25 Milliliter Wasser in dem Glas verrühren und einfach wieder in den Kühlschrank stellen. Das ist die einfachste Variante. Spätestens alle 2 Wochen solltet ihr den Sauerteig ein bisschen füttern, damit er einfach gut bleibt. Was gibt es zu beachten? Etwa alle 2 Wochen solltet ihr den Sauerteig ein bisschen füttern. Ungefähr alle 1 bis 2 Monate wechsle ich das Glas und das war's eigentlich auch schon. Sollte ich etwas vergessen haben, dann schreibe ich das natürlich nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr alles auch nochmal nachlesen. Und ansonsten Sauerteig ansetzen. Wenn ihr was braucht, abnehmen, wieder hinzufügen und in den Kühlschrank stellen. Einfacher könnt ihr keinen Sauerteig haben. Die Wassermenge, die ihr benötigt, variiert so ein bisschen je nach Hersteller. Bei dem einen Hersteller brauche ich 50 Milliliter Wasser, bei dem anderen Hersteller brauche ich 55 Milliliter Wasser. So in etwa sollte die Konsistenz sein. Wenn die ein kleines bisschen fester ist, ist das auch nicht schlimm, aber so in etwa sollte das aussehen. So habt ihr auf jeden Fall immer glutenfreien Sauerteig im Haus. Ihr müsst den einfach nur regelmäßig füttern, ab und zu mal das Glas wechseln und das war's auch schon. So einfach geht das. Deckel drauf und jetzt stelle ich das in meinen Kühlschrank. Und wenn ich mein nächstes Brot backe, nehme ich mir ein bisschen Sauerteig raus. Das macht das Brot einfach unwahrscheinlich saftig und hält das schön frisch. Und wenn ich es nicht brauche, lasse ich es einfach im Kühlschrank stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das hilft euch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Und falls mir noch was Wichtiges einfällt, schreibe ich das in die Infobox. Bis zum nächsten Mal.